Andrew Hochreiter und sein Sohn Kyle sind keine gewöhnlichen Touristen. Sie sind eigens aus Amerika nach Passau gereist, um sich mit Ahnenforscher Reinhard Hofer zu treffen. Der hat ihnen hier eine ganz besondere Begegnung versprochen. Ich arbeite hauptsächlich für Amerikaner, die also zunächst einmal ihren Ursprungsort suchen und dann ihre Ahnen oder lebende Verwandte suchen. Andrew Hochreiter ist hochgespannt, denn er interessiert sich seit vielen Jahren für die bayerische Geschichte seiner Vorfahren. Viele Amerikaner haben ihre Wurzeln verloren. Sie wissen manchmal nicht einmal, aus welchem Dorf oder sogar Land ihre Ahnen kamen. Nach jeder Generation, die stirbt, verschwindet Wissen darüber. Ahnenforscher Hofer hat für den Amerikaner schon viel recherchiert. Die Spuren führten zum kleinen Markt Moosbach in der Oberpfalz. Dieses Bild zeigt meinen Großvater, geboren in Moosbach. Er emigrierte in die Vereinigten Staaten um 1896. Das ist meine Großmutter, Katharina Brehm. Sie heirateten in den Vereinigten Staaten und eröffneten eine deutsche Bäckerei. Ihr Roggenbrot war sehr beliebt. Dafür waren sie berühmt und andere Deutsche kauften hier Roggenbrot. In seinem kleinen Büro in Rußdorf bei Passau kam dem Ahnenforscher der Verdacht, dass ein Passauer Hochreiter mit dem Familienzweig der Amerikaner aus der Oberpfalz verwandt sein könnte. Aber wie das beweisen? Man muss Spezialkenntnisse haben. Das Handwerk habe ich gelernt beim Suchdienst, muss man sagen, oder schon ein Geschichtsstudium, das muss man schon sagen. Und Latein gekonnt, Englisch gekonnt und die alte Schrift gekonnt. Das sind die 3 Voraussetzungen. Reinhard Hofer entdeckte, dass ein Vorfahre des Passauer Hochreiter ausgewandert war. Das sind jetzt über 140 Listen aus Büchern, aus alten Schriften. Und wir haben diese Bände ausgewertet und die Auswanderer rausgeschrieben. Dann kann ich nach Regensburg fahren und die Kirchenbücher überprüfen. Er musste nachweisen, dass die Familienspuren des Passauers in dieselben Oberpfälzer Orte führen wie die des Amerikaners, nach Moosbach oder Miesbrunn. Die Originaldokumente liegen in Regensburg. The Romanesque features on the first floor still, but you gotta imagine that all of these were kind of well. Amerikaner kommen gern als Touristen in die geschichtsträchtige Stadt. Einige von ihnen wollen sogar gezielt, so wie Reinhard Hofer, ins bischöfliche Zentralarchiv zu Archivar Josef Gerl. Wir haben sehr viele Anfragen eigentlich. Ich schätze mal, 1/5 unserer familienkundlichen Anfragen kommt aus den USA. Die wissen wollen, wo die wollen wissen, wo ihre Wurzeln sind. Tatsächlich. Immer wieder tauchen die Namen von Verwandten des Passauer Hofreiter in den über 200 Kilometer entfernt geschriebenen Oberpfälzer Kirchenbüchern auf. Im Taufregister zum Beispiel. Und dann in einer Heiratsurkunde von 1881, das Nest Miesbrunn. Der Beweis? Grund auf jeden Fall, dem Passauer Josef Hochreiter einen Besuch abzustatten. Ja, wo ist er denn? Jetzt muss ich aufpassen. Dieses Haus, glaube ich, ist er. Nächste, Nummer 15. Er würde Andrew Hofreiter und seinen Sohn gern mitnehmen. Aber ob der 93-jährige Passauer überhaupt möchte, dass Verwandte aus Amerika zu ihm kommen? Leute, die er gar nicht kennt, noch nie gesehen hat. Also im Hinterkopf habe ich, dass irgendwo was passiert ist, dass einmal welche nach Amerika sind. So viel ich von meinem Vater noch irgendwie gewusst habe. Aber ich weiß, habe mich da leider nicht mehr so informiert darüber. Reinhard Hofer zeigt ihm die kopierte Heiratsurkunde aus Regensburg. Michael Hochreiter. Ja. Woppmann. Hochreiter Woppmann, Margareta. Ist es auch dabei? Habe ich da. 10. April 1846. Geboren? Ja. Ja. Und geheiratet
Geburtsort Missbrunn. Sein Großvater und der Urgroßvater vom Amerikaner waren Brüder. Es ist ja so, der Andrew Hochreiter, der sucht Hochreiter. Vorfahren. Also die Hochreiter heißen. Ja, und da möchtet ihr wirklich kommen, dann, mein lieber Freund. Das wird ein besonderes Erlebnis, das sage ich dir. Weil ich habe das auch noch nie so erlebt, dass man so einen nahen Verwandten findet. Wenn Hofer durch die heute schmucken Dörfer des Bayerwaldes fährt, denkt er oft an früher. Im 19. Jahrhundert sind da, ich glaube, 6 Millionen Deutschsprachige, also aus dem deutschsprachigen Raum, nach Nordamerika allein. Eine amerikanische neben einer bayerischen Fahne. Das weckt Hofers Neugier. Wir fragen mal wegen der amerikanischen Fahne. Hat das was Besonderes zu bedeuten? Ja, er ist abgewandert nach dem Krieg. Ist er ins Amerika eingewandert. Der Rudi, Stumpfe-Rudi. Weil sie einfach mehr verdient haben in Amerika. Ja, und Amerika, das ist ein großes Wort gewesen. Das ist Amerika. Was, ein groß? Ein großes Wort. Ja. Amerika. Büffelherden, endlose Prärie und jeder Auswanderer erhielt 64 Hektar Land. Ein ungeheures Angebot für die armen Häusler. Wirtschaftsflüchtlinge, könnte man sagen. Das Emmerens-Meyer-Haus, ein kleines Auswanderermuseum in der Nähe von Waldkirchen, zieht Reinhard Hofer magisch an. Denn auch aus seiner eigenen Familie wanderten Vorfahren nach Nordamerika aus. Das ist der Stadler Josef. Ein etwas zwielichtiger Verwandter. Das Besondere ist, warum liegt der Reisepass im Archiv, im Deutschen Archiv? Den hat er normalerweise gebraucht. Den hat er herzagen müssen. Das war ein bisschen dubioser. Und der ist auf Hamburg und ist schnell, schwarz aufs Schiff und abgehauen, dass sie ihn nicht erwischen. Und hat sein gar nicht gewartet, dass sie ihm seinen Reisepass nachschicken. Das hätte dann wieder gedauert. Ja, und Schulden gehabt und so weiter. Unter den vielen bayerischen Migranten waren damals also auch schwarze Schafe, die lieber unerkannt reisten. Heute ist der große Tag. Andrew Hochreiter will seinen neu gefundenen Verwandten zum ersten Mal treffen. Es ist so eine herrliche Gelegenheit für mich, ihn zu treffen. Mehr von meiner Familie zu finden und wieder zu verbinden. Das letzte Mal, als sich unsere Familien trafen, war das vor 2, 3 Generationen. Und jetzt plötzlich kommen wir zurück und treffen uns wieder. Das ist einfach wunderbar. Oh, it's a beautiful location. Now we are here. This is his house. Number 15. Joseph, my name is Andrew Hochreiter. Welcome to Passau and welcome to Joseph. Oh, and the family. thank you so much. It is such a I'm very glad. pleasure to meet Okay, you very too. glad. This is my son. Yes, son. Very nice very to meet glad to see you. you. You have a beautiful house. Du hast so ein schönes Haus, so bayerisch. So Bavarian. That is a nice place. Das Eis ist gebrochen zwischen den beiden Hochreitern. Dein Englisch ist so gut. Now it's very bad. Nein, sehr schlecht. Seit der Kriegsgefangenschaft habe ich zum Üben keine Gelegenheit mehr gehabt. This time, no opposition. Yes. No opportunity. No opportunity. Yes, no, but I can understand you. Perfect. Michael? Mit dieser Begeisterung des Amerikaners für Ahnenforschung hatte der Passauer Josef Hochreiter nicht gerechnet. Hunderte gemeinsame Verwandte aus einer bayerisch-amerikanischen Vergangenheit. Wunderbar. This is family. Das ist Familie. Er ist eine Art Großonkel für mich. Was für eine tolle Chance. Ich bin so glücklich. I'm so happy. Alles Liebe, alles Gute und Gesundheit, gell? Und wir sehen uns mal wieder. Ich komme nach Amerika. Okay?
Mit Rollstuhl. Yes, yeah, please. Goodbye. So, bye-bye. Bis später. Ja, Okay? okay. We will see. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Thank you. Okay? Nächstes Jahr will der Amerikaner zurückkommen. Denn vielleicht wartet noch ein bayerischer Verwandter auf ihn. Wieder einer, den er noch gar nicht kennt.